Goodbye, Indonesia. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. So, komplettes Neuland für uns. Wir nehmen euch jetzt mit hier auf YouTube und ja, zeigen euch ein bisschen mehr aus unserem Daily Life und besonders jetzt, da wir Indonesien verlassen, nach über einem Jahr und in ein neues, altes Land aufbrechen. Ja, jetzt geht's nämlich ab nach Thailand. Ja. Und wir machen uns jetzt auf den Weg jetzt zum Flughafen, nehmen euch dann natürlich mit. Ja, und wir stellen uns die große Frage, ist Thailand wirklich teurer als Indonesien? Ja, das wollen wir jetzt herausfinden. Wir haben es geschafft, hier auf Bali für 10 Euro am Tag zu leben, das natürlich unterste Grenze für uns war. Und ja, 30 Euro pro Tag sind auf jeden Fall machbar und währenddessen kann man auch ein schönes Leben hier führen. Ja. Das gleiche Ziel haben wir in Thailand und ja, wir lassen euch natürlich auch wissen, wie die Zahlen lauten am Ende des Tages. Yes, let's go. So, Lukas ist auf jeden Fall der von uns, der immer alles 10-mal double checken muss. Deswegen, zu meinem Leidwesen, muss ich auch immer extra lange warten. Kommst du jetzt? Wer double checkt, der vergisst nichts. Ja. So, das war unser letzter Aufenthalt hier in dem Grand Seminyak. Wir wurden hier eingeladen und in dieses wunderschöne Hotel. Ja, normalerweise ist das nicht unser Standard mit 5-Sterne-Hotels, aber wir haben jetzt die letzten 2 Tage und Nächte hier besonders genossen. Ja, und jetzt würde ich sagen, bestellen wir mal einen Transfer und gucken mal, was der günstigste Anbieter ist. Genau, wir haben das Hotel nämlich auch angenommen, weil wir dann näher am Flughafen sind und mit unserer speziellen Taxi-App dann nochmal ein bisschen mehr sparen. Davon erzählen wir euch gleich. So, dann gucken wir doch mal, was uns das InDrive zum Flughafen kostet. So, 62 wird vorgeschlagen, aber wir versuchen natürlich auch hier in der App ein bisschen zu handeln. 54.000, also gute 3 Euro kostet jetzt der Transfer und den stellen wir jetzt. So, dann kann man noch auswählen, welcher ist der schnellste, beziehungsweise wer ist am schnellsten hier. Und ja, würde ich sagen, nehmen wir direkt den ersten. 8 Minuten ungefähr braucht er. Mal schauen, wie lange es in Wirklichkeit dauert. So, bevor es aber zum Flughafen geht, dachte ich mir, ich gehe nochmal zum Strand. Weil, was ich auch nochmal zeigen möchte, ist der Strand von Kuta bis nach Canggu durch Seminyak. Der ist meistens sehr, sehr voll. Wir sind aber jetzt schon am Ende von der Saison und jetzt ist es einfach hier wunderschön leer. Und so sieht das Ganze aus. Also wunderschön weitläufig und wir sind ja auch schon ein bisschen spazieren gegangen. Abends und morgens ist es echt mega schön, wenn es noch nicht so heiß ist. Und ja, sauber ist es auch relativ. Ist natürlich kein weißer Strand, das wäre natürlich noch mal ein bisschen schöner. Dafür muss man dann nach Uluwatu gehen. Aber es ist auf jeden Fall auch so eine schöne Sache.
man sieht, Nathalies Rucksack ist fast größer als sie. Das liegt nur daran, dass wir jetzt schon seit fast 2 Jahren unterwegs sind. Da sammelt sich natürlich so einiges an. Da ist mein ganzes Leben drin. Schatz, unser Taxi ist da. Yeah, driver here already. Thank you. Hello, yeah, Ivayan? Yes. No, it's this one here. Yes. Where are you going now? To Thailand. Thailand. Bangkok, yeah. How many days you will be there? I don't know. I think so, at least 2 months. 2 months. Yeah. We've been here for 1 year already. So now we move on. Okay. That's fly then. Thank you so much. Thank you. Suksuma. So, let's go. Thanks for coming. So ihr Lieben, also ihr seht, unser InDrive ist fast pünktlich gekommen. Er war natürlich ein bisschen später, weil hier auf Bali gibt es immer ein bisschen Verkehr, wobei die Straßen heute relativ ruhig sind, hat er schon gesagt. Also ich hoffe, wir kommen gut durch. Und ja, wir zahlen hier 54.000. Das ist ein bisschen mehr wie 3 Euro, knapp 4 Euro würde ich jetzt mal sagen. Und ich vergleiche das nochmal zu Grab. Aber wir machen kurze Pause, weil ich brauche erst Internet und dafür nutze ich mein Indophone. 30. So, wir benutzen ein indonesisches Handy, um es als WLAN-Router zu benutzen, weil wenn du als Tourist oder Ausländer nach Indonesien einreist, dann wird dein Handy nur 3 Monate lang freigegeben für die Touristen-SIM-Karten, die du bekommst, und danach wird die E-Mail gesperrt. Und um diese wieder zu entsperren, müsste man entweder ein neues Handy in Indonesien kaufen oder ein Ungefähr 60% von dem Neuwert deines jetzigen, und ich habe ein iPhone 13 Pro. Waren das nicht 40%? 60 oder 40%, ich bin mir nicht mehr genau sicher. Und ja, das wären, glaube ich, damals, als wir das berechnet haben, so 400-500 Euro gewesen, nur damit ich mein eigenes Handy hier benutzen darf. Deswegen haben wir damals in Sulawesi so ein günstiges Vivo geholt. Und ja, da habe ich eine Indo-SIM-Karte drin, also keine Touristen-SIM-Karte. Und ja, die lade ich immer auf mit ein paar Euro und im Indomat oder im Alphamat. Und ja, da kann ich mir dann einen Hotspot geben. Das funktioniert super, und dann haben wir natürlich auch ein Handy, mit dem wir gut telefonieren können. Ja, wir können damit natürlich auch telefonieren. Ja. So, und ich vergleiche das Ganze jetzt nochmal zu Grab, damit ihr auch seht, wie günstig InDrive ist. Wir sind jetzt natürlich schon ein bisschen fortgeschritten von unserer Strecke. Zack. Okay, es geht heute sogar. Also Grab würde mindestens 81.000 kosten. Wir sind aber jetzt auch schon ein bisschen weiter weg vom Hotel. Also kann man ungefähr, das ist den doppelten Preis, reichen ungefähr 100.000. Wir haben jetzt 54.000 bezahlt. Deswegen InDrive ist auf jeden Fall die bessere Wahl, wenn es um das günstige Taxi geht. Weil der Hintergrund ist, bei InDrive müssen die Fahrer auch nur, soweit wir das wissen, also das haben sie uns erzählt, rund 10% Commission bezahlen. Und bei Grab sind es 30. Deswegen ist InDrive für uns auf jeden Fall die bessere Wahl. Und wenn du sparen möchtest, können wir dir die auch nur empfehlen. Falls jemand von euch sich mal gefragt hat, wie es auf den Straßen in Bali aussieht, man steht meistens im Verkehr. So, Wagen holen. Yeah. We'll be back in a second. Thank you. Oh, I'm so sorry. Sind sie mir extra hinterhergelaufen. Hast du noch 2000? Wait moment. Hast du noch 2000? Nein. Okay, wait moment.
So, wer ist genau 3 Stunden zu früh am Flughafen? Wir. Ja, einige Kabel. Achtung, Taxi. Ja, und warum? Weil wir es lieben, in die Airport Lounges zu gehen. Und ich war jetzt schon länger nicht mehr hier. Lukas war ja erst letzten Monat hier, weil er kurz ja, das Land verlassen musste. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mit. So, mal schauen, ob wir auch schon einchecken können. Aber normalerweise machen die Check-in-Counter ja so 3 Stunden vor Abflug auf jeden Fall auf. Und wir fliegen das erste Mal mit Malaysian Airways. Ja, bin auf den Flug sehr gespannt und auf die Airline. Ich weiß nicht, ob von euch jemand die Netflix-Serie gesehen hat, aber ja, mulmiges Gefühl. Aber dafür zahlen wir für unseren Flug nur 24 € pro Person. Wie das geht, verraten wir euch auch, aber ein anderes Mal. In der letzten Ecke ist der Check-in-Schalter. Ah, da sind wir schon. Also wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten, aber auch nicht die Letzten. So, wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten gewartet, bis wir einchecken konnten und mussten noch einige Fragen beantworten. Ja, wie lange wir bleiben wollen, wo es danach hingeht und ja, wir haben natürlich wieder nichts vorbereitet, aber nicht schlimm. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, weil wir ein Onboard-Ticket brauchen, also ein Weiterflugticket und ja, das müssen wir wahrscheinlich gleich noch buchen, damit wir auch ohne Probleme in Thailand einreisen können. So Leute, wir sind durch. Wir haben Indonesien offiziell verlassen durch die Immigration. Und wir haben den größten Verlust ever eingefahren. Meine Cousine hat mir so einen Schnakentennisschläger gekauft und meine beste Freundin hat mir den letzten Monat mitgebracht, oder diesen Monat, letzten. Und ja, den mussten wir jetzt abgeben. Das heißt, ich als Moskitomagnet, ja, habe jetzt richtig, ja, darf ich reingeschissen jetzt sagen? Jetzt hast du gelitten. Ja, jetzt habe ich gelitten, das klingt besser. Naja, wir sind jetzt hier am Airport und machen uns jetzt direkt auf in die Lounge zum Mittagessen. So, wir sind jetzt in der Lounge angekommen, sitzen auch schon bequem auf unseren Sesseln und das Ganze haben wir diesen beiden Karten zu verdanken. Das ist einmal die American Express Platin und der Priority Pass. Das sind für Reisende einfach wirklich die besten Karten, die man braucht. Nicht nur für Reisende. Nicht nur für Reisende, auch für Urlauber, aber im Grunde genommen bringt uns diese American Express Platin Card einfach so viel. Wir haben letztes Jahr 20.000 € alleine an Flügen damit gespart. Wir kommen in jedem Flughafen, zumindest in den großen internationalen, in die Lounges rein, umsonst. Und das, weil wir den Priority Pass mit der Amex kostenfrei dazu bekommen. Und alleine diese Karte hier hat einen Wert von 400 € und das lässt den Preis von der Amex Platin schon ziemlich klein werden, weil das sind zwar 720 € im Jahr, aber wenn du in deinen Urlauben oder auf deinen Reisen die Vorteile nutzen kannst, dann ziehst du da mindestens 1.000 € raus und wenn du dann noch ja, mit Punkten und Meilen einfach fliegen kannst, da können wir dir auch gerne erklären, wie das geht. Falls du es wissen möchtest, schreib es einfach in die Kommentare rein. Dann wirst du dadurch einen riesigen Gewinn holen. Und das ist einfach der Vorteil einer guten Kreditkarte. Denn gute Kreditkarten sollten etwas kosten und einen größeren Wert liefern.
So, jetzt habe ich den falschen Weg genommen fast. Es geht auf zum Gate. Unser Flug hat ja Verspätung, irgendwie eine halbe Stunde, aber ich bin ja so eine, ich bin immer lieber zu früh als zu spät. Da hat man schon mal ein paar Fails fast. Warum lachst du? Ja, geht weiter. Naja, und ja, mal gucken, wieso der Flug ist mit Malaysian Airways. Airways? Ich weiß es nicht. Ich lache, weil Natalie immer so entspannt in den Lounges saß, dass wir schon zweimal fast den Flug verpasst haben. Nicht nur ich. Und hallo? deswegen sind wir jetzt immer frisch zum Boarding da. Genau. Goodbye, Indonesia.